Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, ich bin auf den Spur 1 Tagen in Ebermannstadt und bin jetzt hier an einer wunderschönen Spur 1 Anlage, die der Ferreas aus den Niederlanden gebaut hat. Und ich sage mal kurz Hallo und freue mich über die tolle Anlage, die ich jetzt hier mal zeigen darf. Ich habe mir sie vorher schon erklären lassen. Die Anlage ist 7,20 Meter lang, besteht aus Modulen mit jeweils 60 cm und sind jeweils dann Module mit 1,20 Meter in der Länge und 60 cm in der Tiefe und dahinter noch ein Ergänzungsmodul mit 40 cm für Gebäude, Landschaft, verschiedenes mehr. Jetzt erkläre ich erst mal ein bisschen was man auf der Anlage hier sehen kann. Das ist jetzt hier ein Reiterstellwerk, wunderschön. Man könnte meinen Eigenbau. Nein, das ist das ganz normale Märklin-Reiterstellwerk, etwas überarbeitet, etwas verschönert worden und das macht dann schon einiges her. Dieses Fabrikgelände ist kompletter Eigenbau, das ist eine komplette Eigenkonstruktion aus Lasercut, hat das der Ferreas gebaut und da gibt es hier ein Werkstor, das man manuell aufmachen kann und zumachen kann. Und dann schauen wir uns ein bisschen weiter hier dann den Bahnhofsbereich an. Ich versuche das hier schön langsam mal zu zeigen. Das ist jetzt hier ein Bahnhofsgebäude. Das müssen wir mal näher zeigen. Das ist der Bahnhof Aschestadt. Das ist jetzt auch ein Fantasiename. Und da muss ich jetzt mal schauen, ob man die Beleuchtung von der Anlage hier, die ist also hier mit Lampen, die kann man ausschalten. Dann können wir hier wunderbar in den Bahnhof mal reinschauen, weil das Bahnhofsgebäude innen schön beleuchtet ist. Und auch besetzt und es ist auch einiges los. Einige Fahrgäste warten, nicht so wie heutzutage, wo die Bahnhöfe fast leer sind. Also es ist hier einiges dann tatsächlich an Fahrgästen an den Bahnsteigen, die hier warten. Dann hier ein Güterschuppen, auch das kompletter Eigenbau. Den kann man tatsächlich hier mit einem Kippschalter das Rolltor auf und zu machen. Die Oberleitung ist hier noch im Bau. Vielleicht kommt die irgendwann mal, vielleicht auch nicht, weiß man nicht. Das ist halt immer so eine Frage, weil eine Oberleitung dann, wenn sie funktionieren soll, dann entsprechend stabil sein muss. Und die Anlage ist ja hier als Modulanlage gebaut. Aber es ist hier mal angedeutet, 2 Bauarbeiter, die hier an den Masten schon arbeiten und das irgendwie versuchen zu elektrifizieren, dass das jetzt hier irgendwann mal entsprechend dann in der Lage ist, dass hier mal E-Loks fahren können. Momentan fahren halt tatsächlich hier nur Dampfloks und Dieselloks. Und jetzt lassen wir mal eine Lok fahren. Als Anfang habe ich jetzt, glaube ich, die Baureihe 81 fährt irgendwo los. Ach, die ist schon weggefahren. Dann fahren wir mit der Köf an. Dann lassen wir mal die Köf von Steiner Modellwerke hier fahren, aus dem Schuppen raus. Ich zeige nochmal den Schuppen von innen. Der ist auch innen schön eingerichtet.
Dann können wir hier mal ankuppeln und dann können wir mal mit dem Ladegut hier ein Stück durch die Gegend fahren. Gefahren wird auf der Anlage hier klassisch mit Schraubenkupplungen, damit das alles schön vorbildgerecht aussieht. Hier sehen wir so die Tücke, weil es dann doch ein bisschen klemmt. Die Bedienung der Anlage erfolgt hier über eine ECOS 2 und dann die Weichen werden ganz normal hier geschaltet über Taster und über ein ESO Switch Control. Und dann zeige ich mal noch ein bisschen was von der Anlage. Da haben wir hier also so Arkaden, da habe ich mir auch sagen lassen, diese Arkaden mit den Ziegelsteinen, die sind aus Acryl, aus Forexplatten gemacht und mit einem Schraubendreher eingeritzt. Das heißt also, die Ziegelsteine sind hier wirklich mit einem Schraubendreher, mit mühsamer Arbeit, Stunden Arbeit steckt da wahrscheinlich drin, dass die hier tatsächlich so aussehen. Dann dieses kleine Stellwerk oben, das hat hier auch eine tolle Inneneinrichtung. Da muss ich mal versuchen, ob wir das scharf stellen können. Das ist hier an die Arkaden dann angebracht als Wandstellwerk. Und auch diese Stadtsilhouette hier mit einigen Gebäuden, Eigenbau, teilweise von der Firma Stangl, teilweise von sonstigen. Da muss ich jetzt auch mal eines zeigen, und zwar die Gehwegplatten oder diese Straße. Die Straße besteht nämlich in dem Falle wirklich aus Steinen, die einzeln aufgesetzt wurden. Da hat der Ferreas wahrscheinlich viel Zeit gebraucht. Auch hier zum Beispiel ein Gullydeckel eingebaut. Und dann lassen wir mal wieder den Zug fahren. Dann lassen wir jetzt die Baureihe 81 mal losfahren. Ich hoffe, dass die auch irgendwo schon unter Dampf steht. Und jetzt kommt eine Baureihe 56 vom Einsatz, haben wir vorhin schon abgesprochen. Und zwar, das ist eine 56 von der Firma MBW.
dann noch ein paar Worte zur Anlage. Die Signale, die hier verbaut sind, sind teilweise von der Firma Basic und teilweise von der Firma KM1. Das Gleismaterial, das ist Hübner Gleismaterial und Standard Hübner Märklin Weichen, die hier im Einsatz sind mit 1,39 m Radius, dass man das auch mal weiß. Und dann gibt es zum Abschluss noch eine Baureihe 98, die die Firma Wunder gebaut hat, die jetzt hier auch schon steht und gerade angeheizt wurde und wahrscheinlich demnächst so richtig unter Dampf steht. Und ich habe mir sagen lassen, dass diese Baureihe 98 dann demnächst hier gleich direkt von der Messe zum Michael Stolp geht, Bekas Weathering, der möchte die altern, oder besser gesagt der Besitzer dieser Lok möchte die altern lassen. Die fährt jetzt hier auch, glaube ich, das allererste Mal überhaupt. Der hat sich die vor kurzem gekauft, hat aber noch keine Möglichkeit gehabt, dass sie auf irgendeiner Anlage schön im Einsatz ist. So, und das war es jetzt hier mit Impressionen von der Stadtstrecke vom Ferry-Ers und ich bedanke mich, dass du mir diese Anlage schön gezeigt hast und vorgeführt hast und ich wünsche noch viel Spaß hier auf der Ausstellung. Danke sehr.